Da für mich und meine Familie über Auffahrt trotz eher durchzogener Wetterprognose der erste Kurzurlaub des Jahres ansteht, ist es höchste Zeit für ein Update zu unserem Faltkarawan- und Camping-Setup für die Campingsaison 2026. Dieses Mal fallen die Änderungen mit insgesamt 12 Anpassungen erstaunlich überschaubar aus. Das liegt vermutlich auch daran, dass ich in den letzten Wochen und Monaten schlicht nicht so viel Zeit hatte, mich von neuen Camping-Gadgets inspirieren zu lassen. Bevor ich aber im Detail auf die Neuheiten und die ausgetauschten Elemente eingehe, starten wir mit einem Comeback aus den Anfängen unserer Zeltanhängergeschichte. Diejenigen von euch, die meinem Kanal schon etwas länger folgen, wissen, bei längeren Familienurlauben montieren wir normalerweise eine Dachbox auf unserem Zugfahrzeug. Der Kofferraum unseres Autos ist leider nicht ganz so groß, wie wir uns das manchmal wünschen würden. Die Dachbox hat aber auch Nachteile. Sie erhöht den Luftwiderstand und damit natürlich auch den Spritverbrauch. Und wer die letzten Wochen und Monate nicht komplett unter einem Stein verbracht hat, weiß, Kraftstoffpreise sind nach wie vor ein Thema. Unser für 750 Kilogramm ausgelegte Camplet Passion Zeltanhänger bringt trotz Glamping-Setup aktuell nicht viel mehr als 500 Kilogramm auf die Waage. Gleichzeitig wurde die maximale Dachlast von 80 Kilogramm bislang selbst mit der Camplet Dachbox höchstens zur Hälfte ausgenutzt. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, die Dachgepäckreling unseres allerersten Camplet Classic Zeltanhängers wieder aus der Garage zu holen und statt der Dachbox auf unserem Passion zu montieren. Damit sollten wir künftig in der Lage sein, noch mehr Gepäck vom Auto auf den Zeltanhänger zu verlagern, die Dachbox auf dem Auto wegzulassen und dadurch etwas Sprit zu sparen. Außerdem gibt mir der zusätzliche Stauraum auf dem Anhänger die Möglichkeit, künftig vielleicht doch noch ein paar zusätzliche Glamping-Experimente mitzunehmen, die schon lange auf meiner persönlichen Wunschliste stehen, bislang aber aus Platzgründen einfach nicht möglich waren. Damit das Gepäck auf dem Anhänger während der Fahrt vor Wind und Wetter geschützt ist, kommt natürlich auch die alte Fahrplane unseres Camplet Classic wieder zum Einsatz. Trotz Dachgepäckreling und Fahrplane muss das Gepäck auf dem Deckel des Camplet Zeltanhängers natürlich ordentlich gesichert werden. Hier experimentiere ich aktuell noch mit verschiedenen Varianten, zum Beispiel mit Gepäcknetzen und Spanngurten. Falls ihr bereits eine richtig gute Lösung für euren Camplet gefunden habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare, dann kann ich weitere Varianten austesten, bevor am Ende dann eine finale Kombination offiziell in unser Setup aufgenommen und von mir empfohlen werden kann. Auf das Comeback von Dachgepäckreling und Fahrplane folgen insgesamt 9 weitere Elemente, die in diesem Jahr ersetzt wurden. 4 davon sollen vor allem den Auf- und Abbau unseres Falthauses nochmals etwas erleichtern oder beschleunigen. Das erste Produkt kennen einige von euch vielleicht bereits. Wer bei mir im schweizerischen Spreitenbach schon einmal einen Camplet gekauft hat, hat es nämlich als Teil meines Camplet Starter Kits im Wert von 250 Schweizer Franken kostenlos dazu bekommen. Es handelt sich hierbei um die sogenannten Falthaus-Gestängekappen. Diese können anstelle der mitgelieferten Taschenbeutel genutzt werden. Die originalen Beutel müssen vor dem Anbringen der Mittelstange entfernt und beim Abbau wieder angebracht werden. Gerade beim Abbau hat mich persönlich immer gestört, dass diese Beutel wieder zugebunden werden müssen. Deshalb habe ich nach einer einfachen Alternative gesucht. Ich habe die Gestängekappen im letzten Jahr bereits mehrfach beim Auf- und Abbau getestet. Dank der roten Farbe findet man sie auch schnell wieder, wenn sie einmal ins Gras, in den Dreck oder sogar in den Schnee fallen. Zur Sicherheit besteht ein Set immer aus 4 Stück, das heißt 2 Ersatzkappen sind bereits eingerechnet. Aktuell gibt es die Falthaus-Gestängekappen exklusiv bei mir in Spreitenbach, ich versuche aber sie möglichst bald auch online über die Schweizer Grenzen hinaus anzubieten. Wenn der Faltkarawan im Urlaub erst einmal steht, geht für meinen Geschmack noch immer etwas zu viel Zeit für das Anbringen der Stromverteilung verloren. Deshalb habe ich bereits während des Caravansalon in Düsseldorf verschiedene Lösungen getestet, um diesen Schritt zu vereinfachen. 3 davon haben es mittlerweile offiziell in unser Setup geschafft. Die etwas unhandlichen und nach mehreren Jahren inzwischen brüchig gewordenen Bongo-Ties zur Befestigung von Kabeln und Stromleisten wurden durch einfache ProPlus Kabelclips ersetzt. Damit lassen sich nicht nur alle Kabel innerhalb weniger Sekunden am Gestänge befestigen, sondern auch unsere beiden bewährten Deckenventilatoren. Ich habe verschiedene Marken getestet, die ProPlus Clips haben bislang am besten gehalten und sind nicht so schnell gebrochen. Der ultimative Härtetest steht allerdings noch aus, und zwar wie sich die Kabelclips bei einer Hitzewelle mit über 40 Grad schlagen. Vielleicht ergibt sich dies ja bereits diesen Sommer am Gardasee. Die Kabelclips können zwar Kabel und sogar Deckenventilatoren am Gestänge befestigen, für unsere beiden Stromleisten sind sie aber nicht die richtige Lösung. Auch dafür habe ich inzwischen eine passende Alternative gefunden, und zwar die Linea Plus Steckdosenleiste mit Haftmagneten aus dem Hause Steffen. Diese haften direkt am Gestänge und werden von mir zusätzlich mit einem einzelnen Kabelclip abgesichert.
So bleibt alles an Ort und Stelle, ist aber trotzdem sehr schnell montiert und wieder entfernt. Wichtig ist allerdings, dies ist ein Schweizer Produkt und dementsprechend für Schweizer Stecker ausgelegt. Falls jemand von euch also ein vergleichbares Produkt für deutsche Schuko-Stecker kennt, schreibt es bitte ebenfalls in die Kommentare. Mehrere deutsche Kunden, die diese Steckdosenleisten bei mir in der Faltcaravan-Halle entdeckt haben, haben mich nämlich bereits genau danach gefragt. Im vergangenen Jahr habe ich mich außerdem auf die Suche nach dem besten akkubetriebenen Campinglicht gemacht. Das Ziel war, eine Alternative zu den kabelgebundenen Isabella Clicklights zu finden. Einerseits, um den Kabelsalat im Faltcaravan zu reduzieren, andererseits, um 2 weitere Steckdosenplätze für künftige Camping-Gadgets frei zu bekommen. Ich werde wahrscheinlich noch in einem separaten Video genauer darauf eingehen, welche Lampen ich getestet habe und warum es am Ende genau dieses Modell geworden ist. Vorweg kann ich aber schon sagen, unsere beiden Clicklights wurden durch diese akkubetriebenen Campingleuchten von Bush RV ersetzt. Getestet wurden sie nicht nur im Campingalltag in Düsseldorf und beim Wintercamping, wo ich auch abends und nachts auf eine gute Beleuchtung zum Arbeiten angewiesen war. Sie kamen sogar schon bei den Nachtfalter-Livestreams zum Einsatz, wo sie einen kompletten Faltcaravan in der Nacht ausleuchten mussten. Man kann bei dieser Campinglampe zwischen 3 Lichtfarben wählen: Kaltweiß, Warmweiß und Rot. Zusätzlich gibt es jeweils 5 verschiedene Helligkeitsstufen. Die Lampe kann magnetisch befestigt, per Haken ans Gestänge gehängt oder mit der integrierten Klemme am Küchensonnendach, an einem Rucksack oder sogar an der Hosentasche angebracht werden. Ideal, falls auf dem Campingplatz in Italien mal wieder der Strom ausfallen sollte. Das beste Feature ist für uns aber der zuschaltbare Bewegungssensor. Dadurch geht bei uns nun automatisch das Licht an, wenn eines der Kinder nachts auf die Toilette muss. Das Bush RV Campinglicht kann derzeit in der Schweiz exklusiv bei mir in Spreitenbach für 35 Schweizer Franken gekauft werden. Alternativ findet ihr unten in der Videobeschreibung auch einen passenden Affiliate-Link, falls ihr es außerhalb der Schweiz bestellen möchtet. Sämtliche Produkte, die ich in diesem Video erwähne, sind übrigens wie gewohnt in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr müsst euch also nichts davon merken, sondern könnt alles nach dem Video jederzeit in Ruhe nachschlagen. Wenn wir gerade schon beim Thema Toilettennutzung in der Nacht angekommen sind, passt es eigentlich ganz gut, an dieser Stelle über eine weitere Änderung zu sprechen. Ich habe nämlich meine Lucil Evo Verschweißertoilette mittlerweile durch die mobile Clesana X1 ersetzt. Ich hatte die einmalige Gelegenheit, nach der offiziellen Premiere in Düsseldorf über mehrere Monate hinweg einen Prototypen der X1 im Campingalltag und auch zu Hause zu testen. Mein Feedback konnte anschließend noch in das Serienmodell einfließen, das seit Anfang dieses Jahres für alle erhältlich ist. Auch wenn das Schweizer Produkt mit einem Preis von 1095 € bzw. Schweizer Franken nochmals etwas teurer ist als die Lucil Evo, hat uns die Clesana X1 in dieser Zeit absolut überzeugt. Sie lässt sich schneller und kompakter verstauen, benötigt keine separate Transporttasche und hat eine integrierte Schublade. Dadurch kann selbst dann nichts passieren, wenn irgendwann einmal ein Verschweißvorgang fehlschlagen sollte. Außerdem lösen sich die Absorbertüten von selbst auf. Man muss sie also nicht jedes Mal zuerst aufreißen. Ein weiterer wichtiger Punkt: Viele Kunden bei mir in Spreitenbach haben sich explizit gegen die Lucil Evo entschieden, weil der Akku dort fest verbaut ist. Sollte dieser irgendwann defekt sein, lässt er sich also nicht einfach austauschen. Bei der Clesana X1 setzt man hingegen einen handelsüblichen Akku ein, den man zum Beispiel auch für einen Akkuschrauber verwenden könnte. Alternativ nutzt man die im Lieferumfang enthaltenen Kabel für normale Steckdosen, egal ob 230 Volt oder 12 Volt. Nach unserem Urlaub werde ich dazu noch ein direktes Vergleichsvideo veröffentlichen und genauer auf die Unterschiede eingehen. Abonniert also am besten den Kanal, falls ihr das nicht ohnehin schon längst getan habt. Nach dem kleinen Abschweifer zur mobilen Verschweißtoilette kommen wir nochmals kurz zurück zur Stromverteilung in unserem Faltcaravan. Dort gibt es nämlich noch 2 kleinere Anpassungen in den Schlafkammern. Die nicht mehr erhältlichen Apple MagSafe Duo Ladegeräte für unsere Smartphones und Smartwatches wurden hier durch 2 Belkin Boost Charge Pro 2-in-1 Reiseladestationen ersetzt. Diese unterstützen nicht nur die neueren und vor allem schnelleren Ladestandards, sondern lassen sich auch deutlich besser in den Seitentaschen des Faltcaravans einklemmen. Und das ist tatsächlich wichtiger, als zunächst klingt. Bei den alten Apple-Ladestationen ist es uns nämlich viel zu oft passiert, dass nachts die Uhren vom Ladegerät gefallen sind. Da die neuen Ladegeräte aufgrund der schnelleren Ladestandards auch mehr Leistung benötigen, musste folgerichtig auch die alte RevPower USB-Ladestation mit nur 65 Watt ersetzt werden. Neu kommt bei uns ein 108 Watt starkes USB-Ladegerät von Belkin zum Einsatz. Damit können nachts wieder alle Geräte gleichzeitig geladen werden, ohne dass wir überlegen müssen, welches Gerät jetzt zuerst an die Steckdose darf.
In der Campingküche hat sich in diesem Jahr ausnahmsweise nicht besonders viel getan. Wir waren letztes Jahr vom Glasdeckel aus dem Hause Rodebaker auf unserem Omnia Campingbackofen so begeistert, dass wir uns in diesem Jahr auch noch den restlichen Rodebaker Campingbackofen geholt haben. Von der Größe her liegt er zwischen den beiden Omnia-Varianten. Außerdem hat er 2 praktische Griffe und genau die fehlen uns beim Omnia im Alltag tatsächlich immer wieder. Ebenfalls sehr überzeugt hat uns im letzten Jahr der Kärcher OC3 Foldable Niederdruckreiniger. Dieser kam vor allem beim Abbau unseres Falthauses auf dem Campingplatz zum Einsatz. Meine Wunschliste für die Verbesserung war trotzdem recht klar. Ein abnehmbarer Wasserbehälter, ein längerer Schlauch und etwas mehr Power dürfte dieser haben. Zum Glück hat Kärcher im Rahmen des letztjährigen Caravan-Salon in Düsseldorf mit dem OC Handheld Compact genau eine solche Alternative vorgestellt. Der Eimer wurde komplett weggelassen. Dadurch können wir direkt den viel größeren Wasserkanister unserer Camplet-Küche verwenden. Der Schlauch ist jetzt fast schon etwas zu lang und mehr Power hat das Ganze ebenfalls. Zusätzlich kann man per Drehbewegung zwischen 4 integrierten Sprühdüsen wechseln. Dadurch bleibt nun nicht nur wieder mehr Platz in meiner Elektroniktasche übrig, sondern auch die Reinigungszeit beim Abbau unseres Faltkarawans dürfte sich nochmals reduzieren. Beim Putzen des Zeltanhängers nach dem Wintercamping-Experiment hat sich der Kärcher OC Handheld Compact auf jeden Fall bereits bewährt. Das waren bereits alle neuen Elemente, die für die Campingsaison 2026 ausgetauscht bzw. ersetzt wurden. Komplett neu hinzugekommen ist hingegen nur ein einziges Element. Wie ihr wisst, umgehe ich schlechte WLAN-Netze auf Campingplätzen und auch die teilweise grottenschlechte Mobilfunkabdeckung in Italien mit einer Starlink Mini-Antenne. Diese steht bzw. liegt bei uns normalerweise auf dem Dach des Faltkarawans. Bei Sturmböen verschiebt sich jedoch gerne einmal die Ausrichtung. Einmal wurde die Antenne sogar komplett vom Dach gefegt. Da ich die offizielle Schutzhülle von Starlink nutze, ist dabei zwar nichts kaputt gegangen, trotzdem hat man morgens nach einem Sturm natürlich nur noch bedingt Empfang, wenn die Antenne neben dem Zelt am Boden liegt. Deshalb habe ich lange nach einer Lösung gesucht, bei der ich nicht ein Stativ oder eine zusätzliche Metallstange aufbauen muss. Dabei bin ich auf die magnetische Halterung von Campnetic gestoßen. Diese wird einfach in den bestehenden Rohradapter der Starlink Mini-Antenne eingesetzt. Anschließend kann man den bestmöglichen Winkel einstellen und die Antenne magnetisch mit dem unter dem Zelt liegenden Gestänge des Faltkarawans fixieren. Ob das Ganze auch die Sturmböen am Gardasee oder sogar einen Downburst wie im Vorfeld des letztjährigen Caravan-Salons übersteht, muss ich aber erst noch im Campingalltag herausfinden. Das waren sie also, unsere insgesamt 12 Anpassungen an unserem Faltkarawan und Camping-Setup für die Campingsaison 2026. Spätestens am Ende der Saison werde ich im Rahmen eines Fazits darauf eingehen, was sich davon im Campingalltag auch wirklich bewährt hat und was vielleicht doch wieder aus dem Setup fliegt. Nächste Woche wird es übrigens kein neues Video geben, auch der Showroom in Spreitenbach bleibt geschlossen, da ich mir dringend einmal eine Auszeit von der Arbeit gönnen muss. Dafür wird es im Laufe der nächsten Woche wieder tägliche Stories aus dem Urlaub geben. Folgt also unbedingt meinem Instagram-Kanal, wenn ihr diese nicht verpassen möchtet. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video und weiterhin frohes Campen.